zusammen, ich begrüße euch zum heutigen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid heute. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Bake and Talk Video gemacht. Da habe ich etwas gebacken und habe euch einfach so ein paar Sachen erzählt und ein paar Fragen beantwortet. Und ich dachte, wir machen das heute einfach nochmal. Ich habe nämlich das Bedürfnis, über ein paar Sachen mit euch zu quatschen. Und ich dachte, das wäre vielleicht für euch auch ganz informativ. Und gleichzeitig backen wir eine sehr leckere Sommertorte, von der ich hoffe, dass sie gelingt. Es ist sowas, ich wollte jetzt gerade leicht sagen, aber leicht ist es nicht, weil es ist massenweise Mascarpone drin. Aber es ist eine erfrischende Torte, so eine No-Bake-Torte, beziehungsweise der Boden muss gebacken werden. Aber sonst der Rest ja, wird halt im Kühlschrank dann fest. Und dann kommen da ganz, ganz viele super leckere Beeren drauf. Und ich freue mich sehr auf diese Torte. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass sie mir gelingt. Das sehen wir dann wohl am Schluss dieses Videos. Und worüber ich heute mit euch ein bisschen reden will, ist generell über das Thema YouTube, über das Thema Werbung bei YouTube, über meine Selbstständigkeit. Denn was manche vielleicht nicht wissen, dass ich mich hier mit diesem YouTube-Kanal und auch mit einem anderen, sowie mit noch so ein paar kleinen anderen Sachen selbstständig gemacht habe. Und was das alles bedeutet, da möchte ich gerne mit euch ein bisschen drüber quatschen. Und dabei backen. Also ich hoffe, ihr seid dabei. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare. Und dann legen wir los für heute. Wir fangen an mit der Torte. Das Rezept ist nicht von mir. Ich habe es im Internet gefunden. Das Original verlinke ich euch in der Infobox. Für den Boden brauchen wir Mehl, Zucker, Butter. Das wird nämlich so ein Mürbeteig. Und dann wird das Ganze noch blind gebacken. Dafür brauchen wir dann Hülsenfrüchte und ein bisschen Backpapier und eine Form natürlich. Und für die Füllung, nenne ich es jetzt mal, brauchen wir Mascarpone, Quark, Sahne. Wie gesagt, es ist kein leichter Kuchen. Zucker, Gelatine, Vanillearoma, Zitronensaft, den ich leider vergessen habe, deswegen machen wir das Ganze ohne Zitronensaft. Und wir brauchen ganz, ganz viele leckere Beeren. Ich habe Himbeeren gekauft und Blaubeeren und wir hatten noch so ein paar kümmerliche Johannisbeeren zu Hause. Saulecker. Ich fange an mit dem Teig. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Das Mikro ist jetzt ein bisschen weiter weg. Anders geht es leider nicht. Mehl, Zucker und Butter in Stückchen reingeben. Käsesalz dazu. Und noch 2 bis 3 Esslöffel Wasser. Das sind jetzt hier 3 Esslöffel. Ich mache erstmal so ein bisschen, nicht ganz. So, und dann muss das erstmal alles kneten. Im Rezept steht mit der Hand, aber nein. Ich mache das nicht mit der Hand. So. Sieht jetzt so aus übrigens. Wird jetzt noch einmal kurz verknetet und ausgerollt. Und dann kommt das in die vorgefettete Backform. Ich habe keine Tartform. Es hieß im Rezept, man soll das in eine Tartform machen. Habe ich nicht. Sowas fancy Backutensilien habe ich nicht. Aber eine Rolle, die habe ich. Und die benutzen wir jetzt. Bin mir noch nicht so sicher, ob das hier so klappt. Wird schon irgendwie. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Der Teig muss ruhen. Was mache ich denn jetzt? Bappe ich den jetzt nochmal zusammen in den Kühlschrank? Ich merke schon, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Ja, ich glaube, den packen wir nochmal in den Kühlschrank. So was Doofes. Zack. Wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Zweiter Versuch. Mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser klappt. 30 Minuten sind vergangen. Bin mir da gerade nicht so sicher. Gut. Okay, ich mache es anders. Wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt so. Nicht schön, aber ich glaube besser als anders. So, und jetzt kommt das Blindbacken. Ich glaube, erstmal müssen wir mit einer Gabel ein paar Löcher da reinstechen.
Fürs Blindbacken kommt dann ein Backpapier auf den Teig drauf und auf dieses Backpapier dann Hülsenfrüchte. Und das soll nämlich verhindern, dass der Teig beim Backen weich wird. 200 Grad, 20 Minuten backen und dann muss der Boden natürlich auch komplett kalt sein. Und während der Kuchen bzw. der Boden vom Kuchen backt, erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, manchen, die hier die Videos auf diesem Kanal gucken, ist nicht wirklich bewusst, dass das, was ich hier tue, unter anderem mein Hauptberuf ist. Ich mache das tatsächlich aktuell hauptberuflich. Und ich glaube, manche wundern das oder rechnen damit nicht mit, weil ich jetzt im Vergleich zu anderen YouTubern vielleicht nicht so eine riesengroße Abonnentenzahl habe. Ich glaube, es war auch schon in dem letzten Bake & Talk Video, dass ich da ein bisschen drüber gesprochen habe, über meine berufliche Situation. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber da habe ich auch schon erzählt, da war ich nämlich noch auf der Suche nach einer neuen Festanstellung, die nicht so gut funktioniert hat, weil da nämlich auch Corona reingegrätscht ist und das hat es dann auch nicht leichter gemacht, die Jobsuche. Ich hatte vorher einen befristeten Arbeitsvertrag, der nicht verlängert wurde während meiner Elternzeit und deswegen stand ich dann halt am Ende, nach Ende dieser Elternzeit halt ohne Job da. Und YouTube mache ich ja jetzt schon sehr, sehr lange. Auf diesem Kanal hier jetzt, ich glaube schon 6 Jahre oder so. Ja genau, ich glaube 2016 habe ich diesen Kanal ins Leben gerufen und eigentlich auch nie mit der Absicht, da jetzt das auch wirklich ausschließlich zu machen als Job, sondern es war halt immer ein Hobby für mich. Ich habe dann gemerkt, ich brauche, also es geht für mich einfach nicht, dass ich nichts tue. Ich muss produktiv sein und da kam dieser YouTube-Kanal für mich einfach genau richtig, einfach in dieser Arbeitslosigkeit, dass ich eine Aufgabe hatte. Und natürlich habe ich mich damals noch zeitgleich auch um eine neue Festanstellung bemüht, aber wie gesagt, war nicht so leicht, beziehungsweise nicht erfolgreich, sagen wir mal so. Und irgendwann habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, okay, bevor ich zu Hause sitze und Däumchen drehe, stürze ich mich halt voll in dieses YouTube-Ding. Heißt feste Upload-Zeiten, feste Arbeitszeiten auch für mich. Und irgendwann dann letztes Jahr war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so, es entwickelt sich ziemlich gut und ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe für mich beschlossen, das ist das, was ich jetzt auch gerade machen möchte, werde mich nicht vorerst nicht weiter um was anderes kümmern. Und mache jetzt das. Das passt aktuell auch für uns gerade gut in die, in die Familiensituation, sage ich mal, in unsere jetzige Lebenssituation. Und ich bin sehr, sehr happy mit dieser Entscheidung. Ich bin super glücklich damit, wie sich der Kanal hier entwickelt hat. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass auch Werbepartner auf mich zukommen und mit mir was gemeinsam auf die Beine stellen möchten. Und ich glaube, dieses Thema Werbung ist ja auch wird ja auch ganz gerne so ein bisschen kritisch gesehen, aber man muss halt auch so ein bisschen berücksichtigen, dass das Ganze hier einfach sehr viel mehr Arbeit ist als das, was man dann letztendlich vielleicht sieht. In einem Video steckt unfassbar viel Arbeit und wenn man das jetzt mal so hochrechnet, so der Stundenlohn ist da halt schon recht niedrig, sagen wir mal so. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich Werbung machen darf für ausgewählte Partner. Und das wollte ich einfach auch nochmal sagen. Wenn ihr hier für jemanden, also wenn ihr seht, dass ich für etwas Werbung mache, dann gehe ich da auch sehr ausgewählt vor. Und dann sind das auch nur Unternehmen und Produkte, hinter denen ich voll stehe und die ich wirklich super finde. Auch mit der jetzigen Reichweite, mit einer Abonnentenzahl unter 10.000, kommen da schon sehr, sehr viele Anfragen rein. Und ich filter da halt schon sehr genau. Deswegen, wenn ihr hier Werbung seht, dann sind das auch Sachen, die ich wirklich gut finde und die ich auch wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Und es wird nicht so sein, dass jedes Video hier ein Werbevideo sein wird. Hin und wieder werdet ihr hier ein Werbevideo sehen. Das wird nicht jedes Video sein, das wird aber vielleicht 1 oder 2 Videos mal im Monat sein. Und für mich ist das halt auch einfach wichtig, dass ich das so weitermachen kann, wie ich es jetzt aktuell mache.
Alle Videos sind dementsprechend immer gekennzeichnet und derjenige, der überhaupt gar keinen Bock hat, hier in irgendeiner Art und Weise Werbung zu sehen, der darf das ja auch gerne vorspulen, was auch immer. Man ist ja zu nichts gezwungen. Genauso ist man ja auch nicht gezwungen, da irgendwelche Produkte zu kaufen. Wie gesagt, es sind Empfehlungen und wenn ihr euch jetzt mal sämtliche YouTube-Videos, also nicht nur auf meinem Kanal, sondern generell komplett auf YouTube anseht, das ist alles eine große, fette Dauerwerbesendung. Und auch wenn es nicht irgendwie gesponsert ist oder so, alle Empfehlungen, es ist alles in gewisser Weise Werbung. Und wie gesagt, ich kann das auch verstehen, wenn man bei manchen vielleicht auch irgendwann das Gefühl bekommt, es nimmt jetzt gerade Überhand oder dass man das Gefühl bekommt, da wird jetzt für alles und jeden irgendwie Werbung gemacht, nur um da das schnelle Geld zu verdienen. Das ist hier nicht so. Ich möchte das gerne, dass ihr das wisst. Und wer jetzt vielleicht sagt, okay, ja, aber ich habe doch schon Werbeanzeigen vorm Video und ist das denn nicht genug? Warum muss ich denn dann auch jetzt im Video irgendwelche Werbung sehen und so weiter? Ja, kann ich verstehen. Aber nur von diesen Werbeeinblendungen, die halt vor einem Video ablaufen, der ist halt nicht besonders viel zu holen, sage ich jetzt mal so. Mittlerweile ist es bei YouTube ja auch so, dass auch wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich schalte diese Werbung davor nicht, ihr würdet sie trotzdem sehen, weil YouTube behält sich halt vor, auch diejenigen, die nicht in diesem YouTube-Partnerprogramm sind, dass da trotzdem vor den Videos Werbung gespielt wird, nur dass der Creator dann nichts davon abbekommt, sondern dass alles dann an YouTube geht. Also, ne? Kümmern wir uns um die Creme, um die Füllung. Was ich sagen wollte eben, dass es ja häufig so negativ besetzt ist, wenn Leute anfangen, Werbung zu machen. Aber eigentlich ist das ja was Positives, weil die Leute, deren Sachen ich mir gerne angucke, sei es bei YouTube oder bei Instagram, die mag man ja. Also man guckt sich ja die Sachen an, weil man die Leute mag oder den Inhalt mag, den Content mag. Da ist es doch eigentlich dann was Gutes, wenn man sieht, okay, diese Person wird jetzt auch von Unternehmen angesprochen und hat dadurch auch die Möglichkeit, weiter zu wachsen, möglicherweise auch besseres Equipment zu besorgen und so weiter. Also wie gesagt, was ich eigentlich sagen möchte, es ist ja was Gutes. Und ich weiß noch, dass vor einiger Zeit ich häufig gefragt wurde, Pia, ich finde das toll, was du machst und ich gucke deine Videos so gerne, wie kann ich dich unterstützen? Quark an der Nase. Auf diese Frage antworte ich halt immer so, die größte Unterstützung ist halt eigentlich, die Videos anzuschauen, einen Daumen nach oben zu geben und irgendwie einen Unterstützungskommentar dazulassen, denn also wenn direkt nach Hochladen eines Videos sehr viel Reaktion kommt in Form von Daumen nach oben und Kommentaren, wird dieses Video von YouTube halt als wichtig eingestuft. Das heißt, es wird dann auch mehr oder neuen Leuten vorgeschlagen, die sich das dann möglicherweise auch angucken und so wächst halt ein Kanal. Ich habe ja schon gesagt, ich freue mich sehr darüber, was halt mittlerweile hier aus diesem Kanal geworden ist und ich freue mich auch extrem über diese Kooperationspartner, worüber ich mich sau gefreut habe. Das war die Kooperation mit Armed Angels, die letzte Woche online gekommen ist und es kommen auch noch richtig coole Sachen in nächster Zeit, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und ja, ich hoffe, ihr euch auch. Und wie gesagt, wer es nicht gucken mag, der muss es ja nicht sehen. Aber natürlich ist halt gerade bei Kooperationsvideos ist es halt immer eine gute Sache, wenn da natürlich auch viel Rückmeldung kommt. Aber naja, wie gesagt, alles kein Muss. Und diese Creme ist ziemlich fest. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt gerade rühren soll. Also so schmeckt schon mal gut. Ich habe irgendwie auch den falschen Schneebesen genommen. Okay, das war mal mein Schneebesen. Oh Mann, ey. Was ich auch noch sagen wollte, also alles, was ihr seht, bin ich zu 100%. Ich werde mich nicht für irgendwas verbiegen und ich wollte auch nochmal deutlich machen, dass Kritik immer willkommen ist. Also jeder darf
hier sehr, sehr gerne seine Meinung äußern und auch sehr gerne Verbesserungsvorschläge geben, sofern das Ganze konstruktiv ist und auch nett formuliert ist, weil da einfach in letzter Zeit so ein paar Sachen kamen. Ich möchte mich ja hier auch weiterentwickeln und bin deswegen für Feedback immer sehr, sehr dankbar, aber ich finde auch, der Ton macht die Musik. Ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, dass man, weil das in letzter Zeit einfach auch mal aufkam, dass man berücksichtigt, dass das, was man hier sieht, so ist richtig, dass das auch alles nur Ausschnitte sind. Ne? Also auch wenn ihr jetzt so einen Day in My Life Vlog seht, das ist ja nicht der komplette Tag. Das ist ein Zusammenschnitt von ein paar Minuten, 20 Minuten circa meistens. Und es passiert auch ganz viel so dazwischen. Ja? Also das darf nicht vergessen werden. Und weil nämlich auch der Kritikpunkt aufkam, ja, warum ich so lange mein Kind in die Kita abschiebe. Ich habe mir das überhaupt nicht zu Herzen genommen, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Ich weiß, wie die Realität aussieht und deswegen nehme ich mir sowas auch gar nicht so groß zu Herzen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man das auch so ein bisschen im Hinterkopf behält. Und wie gesagt, das, was man hier sieht, ist meine Arbeit aktuell. So. Und um zu arbeiten, geht mein Kind in die Kita und er geht gerne in die Kita. Glaub mir. Ich hatte einen kleinen Denkfehler bei meinem Rezept. Da kommt ja Gelatine rein und eigentlich soll da nämlich die eingeweichte Gelatine in den Zitronensaft, wo ich ja schon gesagt habe, den habe ich vergessen, aufgekocht werden, damit die sich auflöst. Und ich brauchte jetzt eine Alternative und das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist Holunderblütensirup, noch ein bisschen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber könnte eventuell ganz gut schmecken. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Nehmen wir statt den Zitronensaft den Holunderblütensirup. Mal gucken, ob das funktioniert. Zum Thema mein Sohn. Mir ist halt mittlerweile wichtig, dass Sachen, die privat sind, halt auch privat bleiben. Deswegen bin ich auch sehr oder teile ich auch nur sehr ausgewählt Dinge hier öffentlich. Weil ich finde, manche Sachen gehen einfach auch niemandem was an oder nicht die breite Masse was an. Gerade halt natürlich auch, was meinen Sohn angeht. Und solche Sachen wie lange er wann in die Kita geht und so weiter, das werde ich hier niemals öffentlich kundtun. Auch generell, ich habe ja früher hauptsächlich hier Vlogs gemacht, dann hat mir das aber nicht mehr gereicht. Generell muss ich aber sagen, ich mag die Vlogs sehr gerne und ich bin auch jedes Mal immer wieder versucht zu sagen, okay, ich mache dienstags ein normales Video und an irgendeinem anderen Tag der Woche mache ich dann ein Day in the Life Video, sodass dann 2 Videos die Woche online kamen oder kommen. Ich habe das sogar eine Zeit lang auch mal so gemacht, habe dann aber gemerkt, so das ist einfach vom Arbeitsumfang her nicht wirklich zu stemmen, weil ich ja auch noch einen zweiten YouTube-Kanal habe, wo auch jede Woche ein Video online geht. Und das wären dann 3 Videos die Woche und das ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr schwer umzusetzen. Und ja, trotzdem bin ich auch immer mal wieder versucht zu sagen, ich mache wieder einmal die Woche einen festen Vlogtag. Ich weiß auch nicht. Ja. Oder dass man das Ganze dann ja unregelmäßig macht. Ich weiß auch nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Habt ihr Lust wieder auf mehr Vlogs oder einfach dann hin und wieder mal statt einem Dienstagsvideo, wie ich das jetzt auch ein paar Mal gemacht habe, stattdessen dann einen Vlog. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich muss halt einfach gucken, wie ich das zeitlich alles schaffe, weil die Arbeitszeit nun mal begrenzt ist. Ich habe keine 40 Arbeitsstunden die Woche und ja, da muss ich dann halt gucken. Und es ist teilweise auch schon so, dass ich manchmal auch dann abends, wenn der Kleine schläft, dann auch noch da sitze und auch noch mal arbeite, um alles irgendwie unterkriegen zu können. Also die Creme haben wir und probieren mal. Das schmeckt sehr lecker. Das schmeckt sehr lecker süß. Also ich kann mir vorstellen, dass der Kuchen, wenn es denn auch dann alles fest wird, das ist ja dann nochmal die andere Sache, dass es dann sehr lecker schmeckt. Und die geben mir jetzt auf den Kuchen drauf. So,
Und auch sonst bin ich bei Themenwünschen auch immer sehr, sehr offen. Ich glaube aber auch, das wisst ihr. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, was dann aber irgendwie auch gar nicht so gut ankam gefühlt. Deswegen habe ich es wieder sein gelassen, waren halt allgemein Rezeptvideos. Aber wisst ihr was, ich habe wieder Bock auf mehr Rezeptvideos. Deswegen wird es auch wieder mehr Rezeptvideos geben. Eher keine Backvideos. Da bin ich nicht so der Profi drin, wie man vielleicht merkt. Ja, halt so, ne, Rezepte, die halt leicht sind und nicht so super ausgefallene Zutaten haben, die halt gut in den Alltag zu integrieren sind. Das ist halt so das, was ich halt auch zu Hause mache, und solche Rezepte möchte ich auch gerne wieder vermehrt hier auf diesem Kanal teilen. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, Daumen nach oben. Also im Rezept steht was von wellenförmig verteilen. Aber wie ich das machen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Ich verteile einfach. So wie es halt geht. So. So. Und dann naschen wir nochmal. Das ist echt lecker. Und dann machen wir jetzt die Beeren da drauf. Es gibt ja Leute, die das auch einfach richtig schön können, so dass es mega schön aussieht. Ich weiß nicht, ob ich dazu gehöre. Wahrscheinlich eher weniger. Ich mache einfach mal irgendwie jetzt. Es sind jede Menge Beeren übrig. Das wird mein Sohn freuen. Das hier kommt jetzt für 2 Stunden ungefähr, laut Rezept, in den Kühlschrank. Und dann werden wir gleich gemeinsam probieren. Also ich probiere und ihr dürft zugucken. Zwei Stunden sind rum. Ich finde, es sieht ziemlich lecker aus. Ich habe Hunger. Und ich möchte jetzt einen Kaffee trinken und dabei ein Stück von diesem Kuchen essen. So. Das ist saulecker. Ja. Lohnt sich und war echt einfach zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht bei Kuchenrezepten, wo dann dabei steht einfach. Häufig sind die gar nicht so einfach. Aber das ist echt ganz gut gelungen. Schmeckt sehr lecker. Das werde ich jetzt in Ruhe aufessen. Werde dabei einen Kaffee trinken. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart bei diesem Video. Es war schön, einfach mal so ein bisschen von der Leber weg, so ein paar Sachen zu erzählen. Vielleicht hat euch das auch nochmal so den ein oder anderen genaueren Einblick hier in diesen Kanal gegeben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und ihr wisst ja jetzt, oder vielleicht habt ihr es auch schon gewusst, wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr möchtet. Ja, ihr wisst, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.